Hallo alle miteinander, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Diesmal geht es wieder um die Pastellkreide, aber bevor wir mit der Kreide anfangen, werden wir uns erstmal der Vorzeichnung widmen. Für mein Bild habe ich verschiedene Fotos von Tulpen gemacht, die schon fast verblüht waren. Und anhand diesem Foto werde ich jetzt eine kleine Kompositionsskizze anlegen. Für die kleinen Skizzen habe ich mir kleine Kästchen gemacht, die im gleichen Verhältnis sind wie später auch mein fertiges Bild. Das fertige Bild wird 50 mal 65 groß sein und diese Kästchen hier sind jetzt natürlich dementsprechend 5 mal 6,5 cm groß. Hier seht ihr jetzt, wie ich kleine, einfache Skizzen mache und mir dann auch überlege, ob ich 3 oder 5 Tulpen mache und auch für welche Tulpen ich mich entscheide oder auch wie ich diese Tulpen anordne. Hier seht ihr jetzt die 3 Skizzen. Ich werde mich für die letzte Vorskizze entscheiden, werde aber das ganze Motiv noch etwas mehr nach links verrücken, sodass ich rechts etwas mehr Raum gewinne. Und mache die Skizze jetzt nochmal in dem größeren Kästchen, um die ja nochmal etwas besser anzulegen. So kleinen Vorskizzen solltet ihr arbeiten, weil es immer besser ist, als einfach so ins Blaue hinein drauf loszumalen. Hier seht ihr jetzt die Skizze nochmal in Reinzeichnung mit einem Raster und da könnt ihr euch gerne ein Bildschirmfoto von machen. Ebenso von dem fertigen Bild. Hier habe ich mir die Pastellkreide zurechtgelegt, mit der ich arbeiten möchte. Einmal von der Firma Rembrandt und einmal von der Firma Schminke. Da wird vielleicht die eine oder andere Farbe noch dazukommen. Und ich werde auf dem Papier der Firma Fabriano arbeiten. Und hier seht ihr jetzt noch die Farben, die ich für den Hintergrund jetzt erstmal ausgewählt habe. Da kann aber auch sein, dass noch ein Grünton dazu kommt. Das muss ich dann nachher mal sehen. Das Raster, welches auf der Vorzeichnung ist, werde ich jetzt auf mein Papier übertragen. Hier nochmal die Maße von dem Papier, 50 mal 65. Ich teile mein Papier waagerecht und senkrecht jeweils in die Hälfte und diesen Bereich dann nochmal in die Hälfte. Anhand dem Raster und meiner Vorzeichnung lege ich nun mit einem Pastellstift die Vorzeichnung an. Wie ihr gut erkennen könnt, male ich jetzt nicht eine Linie von Anfang bis zum Ende, sondern ich hole mir in diesen Kästchen Anfangs- und auch Endpunkte. Und erst dann ziehe ich die Linie.
So, ich denke, das Prinzip, wie man anhand eines Rasters die Vorzeichnung anlegt, hat jetzt jeder verstanden. Am Ende werde ich auch nochmal die gesamte Vorzeichnung als Bild zeigen. Mit einem Knetradierer werden jetzt alle Hilfslinien wegradiert. Das nennt sich deshalb Knetradierer, weil man den tatsächlich kneten kann. Und wenn man den knetet, hat man wieder eine saubere Stelle, um damit zu arbeiten. Hier seht ihr jetzt die fertige Vorzeichnung. Für den Hintergrund nehme ich die flache Kreide und trage sie auf das Papier auf. Also die Kreide wird aufgetragen und anschließend mit Druck eingerieben. Das kennt ihr ja auch alles schon aus meinen anderen Pastellvideos, die ich gezeigt habe. Das sind ja so kleine Malkurse, die aufeinander aufbauen und wo ich das auch alles schon zu Genüge erklärt habe. Ihr könnt auch die Farben ineinander arbeiten, also keine harte Trennlinie malen, sondern wie hier jetzt zum Beispiel gehe ich mit dem Blau in das Weiße hinein und so vermische ich auch schon die Farben auf dem Papier. Ich habe mich ja jetzt hier für so ein Grau-Blau entschieden als Hintergrund. Die Farbwahl ist völlig euch überlassen. Ihr könnt auch einen hellgrünen Hintergrund machen. Ihr könnt selbst die Tulpen in anderen Farben malen. Wer gerne rote Tulpen hätte, kann das gerne tun. Deshalb gehe ich auf die einzelnen Farbtöne nicht ein. Nun wird diese Pastellkreide mit Druck in das Papier eingearbeitet. Ich wische weder rauf und runter noch hin und her, sondern bewege meine Hand in kleinen kreisenden Bewegungen bzw. kleine wuselnde Bewegungen. Ja, man kann das ja, denke ich mal, ganz gut erkennen, wie ich das hier mache. Wichtig ist, dass ihr auch die Farbe ein bisschen in die Blüten hineinstreicht. Also da darf keine blaue Pappe nachher stehen bleiben zwischen Hintergrund und Blüte. Nun kommt die zweite Schicht im unteren Bereich. Hier deute ich jetzt so Art Gräser an. Das kann also ruhig ein bisschen wild da unten sein, als würden die Blüten in so einer Wiese oder als wären das die Blätter von den Tulpen.
Das ist ganz eurer Fantasie überlassen. Wie ihr seht, gehe ich jetzt immer noch mit der flachen Kreide über das Papier und das wird anschließend auch wieder ein bisschen eingewischt, allerdings mit wesentlich weniger Druck. Ich beginne nun mit den einzelnen Blütenblättern. Die male ich von hinten nach vorne. Also die Blütenblätter, die hinten liegen, werden zuerst gemalt und dann kommen die vorderen Blütenblätter. Ich trage die Farbe jetzt auch wieder mit der flachen Kreide auf, es sei denn, es kommen ganz, ganz feine, spitze Details, da gehe ich dann auch schon mal mehr mit der Kante der Kreide ran. Auch hier wird jetzt schon die einzelnen Farben ineinander gewischt. Ihr seht das hier ganz gut, das helle Rosa kommt dann schon mal über das dunkle Rosa oder das dunkle Rosa über das helle. Und nachdem ich die Kreide aufgetragen habe, wird sie dann anschließend eingewischt. Wenn ich jetzt die einzelnen Blütenblätter verwische, also die Farbe in das Papier einwische, dann mache ich das mit Druck und was ganz wichtig ist, ich gehe mit der Form der Blütenblätter. Das kann man hier vielleicht noch nicht so gut erkennen, das wird nachher etwas deutlicher, wenn die Blätter mehr rund werden. Aber hier hat man es auch gerade gesehen, dass ich die Form des Blütenblattes so ein bisschen mitnehme. Jetzt mache ich erstmal weiter mit der hinteren Tulpe. Die muss erstmal fertig sein, bevor ich an den vorderen Tulpen weiterarbeiten kann. Das ist jetzt immer dasselbe Prinzip. Also die Kreide wird aufgetragen, anschließend mit Druck eingewischt und darauf achten, dass ihr beim Wischen mit der Form der Blütenblätter wischt. Das ist jetzt die erste Schicht, die ich anlege. Da kommt nachher aber auch noch mal eine zweite Schicht drüber. Da sage ich dann auch noch mal was zu. Hier gehe ich jetzt schon das zweite Mal über das Blütenblatt. Jetzt wird nicht mehr mit so viel Druck eingewischt. Das ist ganz wichtig.
Hier lege ich jetzt noch Grüntöne mit in die Tulpe hinein. Es ist ganz wichtig, dass die Tulpe im unteren Bereich dunkler wird als im oberen Bereich. Nun kommen die letzten Feinheiten in die hintere Tulpe. Da kann noch ein bisschen Dunkelheit rein, noch ein bisschen dunkelrosa. Manche Stellen helle ich noch mal auf. Und das mache ich so lange, bis mir die Tulpe gefällt und sie dann auch fertig ist. So, jetzt kommen wir zu dem Stängel. Der bekommt eine helle und eine dunkle Seite. Ich trage die Farbe mit der Kante der Kreide auf, also zuerst das hellgrün, dann kommt jetzt ein ganz dunkles Grün und in der Mitte werde ich nochmal so ein mittleres Grün draufsetzen. Nachdem ich jetzt das Grün aufgetragen habe, nehme ich mir den Finger und ziehe die Farbe nach unten weg. Noch ein paar Lichtreflexe mit Weiß und schon ist der Stängel fertig. So, jetzt kommt die zweite Tulpe, die auch etwas im Hintergrund liegt. Auch hier werden die Blütenblätter wieder zuerst grundiert und dann wieder eingewischt und immer dran denken, dass ihr beim Einwischen mit der Form des Blütenblattes arbeitet.
Jetzt kommen die Pollen in der Mitte von der Tulpe. Die werden jetzt nur mit der Kante der Kreide gemalt und gar nicht eingewischt. Da wird die Farbe jetzt auf dem Papier ineinander aufgetragen und so grob wie die Kreide dann da steht, wird die stehen gelassen. So, und nun kommen wir zu der letzten Blüte auf unserem Bild. Das Prinzip kennt ihr ja jetzt. Die erste Schicht auftragen, einreiben mit der Form, eine zweite oder eine dritte Schicht drauflegen, mit etwas weniger Druck einreiben. Und das macht ihr so lange, bis euch die einzelnen Blütenblätter gefallen. Ich habe das jetzt hier im Zeitraffer dargestellt, damit ihr seht, in welcher Reihenfolge ich die einzelnen Blütenblätter gemalt habe. Jetzt kommen die letzten Stängel an die Tulpe, auch wieder wie eben, eine helle und eine dunkle Seite mit hellgrün, dunkelgrün und so einem mittleren Grün.
die Kreide auftragen und anschließend mit einem Finger nach unten wischen. Wichtig ist, dass die Tulpen direkt unterhalb des Kelches einen dunklen Schatten bekommen, weil dieser Kelch auf den Stängel einen Schatten wirft. Ja, dann noch signieren und dann ist das Bild fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder in einem nächsten Video.